Tim Röhn ist nun bei mir, der Ressortleiter von Investigation und Reportage bei uns bei der Welt. Tim, du und dein Team, ihr habt in den letzten Tagen auch alles versucht, habt wirklich viele gute Recherchen gemacht, die auch bundesweit Beachtung gefunden haben. Ihr wart zum Beispiel auch die Ersten, die wussten, dass Issa al-Hassan abgeschoben werden sollte. Ihr habt auch gestern klären können, dass zumindest Teile dieses IS-Bekennervideos durchaus in Solingen auch aufgenommen worden sind. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Also wie kommt man an solche Informationen? Quellen kann ich jetzt natürlich nicht genau nennen, aber wir sind halt recht gut vernetzt innerhalb der Sicherheitsbehörden, Sicherheitskreise. Und da ist es dann einfach so gewesen, dass wir recht schnell wussten, dass eben Issa al-Hassan abgeschoben werden sollte. Dazu ist es ja dann eben nicht gekommen. Zu den Hintergründen hat dann der Kollege Marcel Leubecher ja auch schon berichtet. Und gestern, das war recht einfach. Also wir haben uns dieses Video angeschaut, das der IS da hochgeladen hat. Und meinem Kollegen Lennart Fahler ist dann aufgefallen, schaut mal, hier in dieser Minisekunde sieht man doch einen ganz kleinen Ausschnitt von einem blauen Schnipsel. Wir haben dann da Buchstaben erkannt und unser Reporter Wolfgang Büscher, der vor Ort in Solingen ist, der hat sich dann da rumgetrieben rund um die Flüchtlingsunterkunft, also zwischen der Flüchtlingsunterkunft und dem Tatort quasi, hat erst nicht dieses Plakat gefunden und hat dann aber direkt am Rande einer Unterführung gesehen, hier, das muss es sein. Also es hat dann perfekt gepasst. Wir haben uns dann auch nochmal mit Ermittlerkreisen, sage ich mal, ausgetauscht und auch die Bestätigung bekommen, ja, das ist so. Das wurde offenbar da aufgenommen und das ist sozusagen die Bestätigung dafür, dass es sich bei der Person, die in dem Video zu sehen ist, offenbar wirklich um Issa al-Hassan handelt. Ja. Mhm. Nun war das ja ein Stadtfest mit vielen Besuchern. Ich habe mich erst mal gewundert, dass es auch öffentlich bei den sozialen Netzwerken eigentlich kaum Videos davon gegeben hat. Die Frage, die auch im Raum stand, warum gibt es eigentlich keine Öffentlichkeitsfahndung? Wie erklärt ihr euch das? Also das mit den Videos kann ich mir bislang auch nicht erklären. Es ist, wie du es schon gerade sagst, ich habe gerade irgendwie die Bilder aus Nizza im Kopf. Ne, da gab es diesen LKW ja. War sofort online. Hier ist es nicht der Fall. Vielleicht gibt es keine Videos, vielleicht ging alles so schnell, vielleicht in dem Getümmel. Kann ich nicht sagen. Was die Öffentlichkeitsfahndung angeht, da war es ja so, die Polizei hat keine Informationen dazu rausgegeben, wie der Täter aussieht. Warum hat sie das nicht getan? Was ich jetzt eben höre aus Ermittlerkreisen, dass man einfach gesagt hat, es war recht früh klar, wen wir eigentlich suchen und wo die Person sein soll, eben dieser Unterkunft. Und anstatt in dieser Phase der Fahndung öffentlich darüber zu sprechen, hat man das nicht getan, um den Täter nicht zu verschrecken, nicht aufzuschrecken, weil man eben gehofft hat, man findet ihn da. Und was ich gehört habe, wenn er sich am Abend nicht gestellt hätte, wäre man dann aber an die Öffentlichkeit gegangen mit der klaren Botschaft, das ist die Person, die wir suchen. Dann hatte er sich nur mal gestellt, ist jetzt in Untersuchungshaft. Und das war so ein bisschen die Genese dieser Öffentlichkeitsfahndung, die es ja eigentlich gar nicht gab. Nun sprichst du auch diese Flüchtlingsunterkunft an. Denn ich meine, der Mann, dieser mutmaßliche Täter, der lebte ja nicht im luftleeren Raum, sondern hatte wahrscheinlich sogar auch einen Mitbewohner dort. Also kriegt man da weitere Erkenntnisse? Sprechen die Ermittler mit denen? Also der Mitbewohner, einer der Personen, die ihn gut kannte, hat offenbar auch schon in Paderborn mit ihm zusammen gewohnt, hat sich anfangs offenbar auch kooperativ gegenüber den Ermittlern verhalten. So wie wir wissen, schweigt er aber mittlerweile. Und das ist natürlich schwierig jetzt auch gerade für die Ermittler, da die verschiedenen Puzzlestücke zusammenzusetzen. Weil, was wir bislang so gut wie gar nicht wissen, ist, was hat er eigentlich in Deutschland gemacht? Also ja, er war in Paderborn, ja, er ist nicht abgeschoben worden, ja, er war dann irgendwie in Solingen, aber mit wem hatte er zu tun? In welchen Moscheen verkehrte er möglicherweise? Da gibt es ja entsprechende Zeugenaussagen. Das versucht man jetzt zu rekonstruieren, das versuchen die Ermittler, versuchen wir als Journalisten in gewisser Weise auch. Und da sind noch sehr viele Fragezeichen im Moment. Das heißt, nur ganz kurz, diese These Radikalisierung nur über die sozialen Netzwerke seht ihr momentan nicht, weil er eben auch in Moscheen war? Kann man das schon abschätzen? Kann man nicht sagen. Das ist die Frage, die du stellst, ist genau die richtige Frage und die stellen wir uns im Team auch. Warum hat er sich radikalisiert? Wir können es im Moment nicht sagen. Aber ich glaube, das war ja auch bei euch schon öfters Thema. Das ist ja gerade dieses große Sicherheitsrisiko in Deutschland und überhaupt in Europa auch, dass wir reden von einsamen Wölfen sozusagen. Bei ihm war es offenbar so, er hat ein Messer aus der Flüchtlingsunterkunft mitgenommen und hat damit auf die Leute eingestochen. Es ist super schwierig, dann wahrscheinlich auch solche Taten zu verhindern, wenn sie von Einzeltätern auf diese Art und Weise begangen werden. Tim Röhn, danke, dass du da warst. Also ich bin mir ganz sicher, ihr werdet da weitere Sachen rauskriegen. Danke erstmal. Ich hoffe es. Besuch und diesen Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, das ist ja auch für viele immer sehr spannend. Danke. Danke dir.